Guten Morgen, meine Lieben, und willkommen zum Ramadan. Ramadan. Man merkt, dass es ist 2:40 Uhr nachts oder morgens. Auf jeden Fall, ja, willkommen zu Ramadan Tag 1 bei uns. Bei euch ist es Tag 2. Also heute ist offiziell der erste Fastentag. Falls ihr den ersten Vlog nicht gesehen habt, dann schaut auf jeden Fall vorbei. Ich habe euch auch eine Playlist erstellt mit den Ramadan-Vlogs und eben immer mit Hashtag 1, 2, 3, 4 und so weiter, damit ihr dann auch das Ganze gut verfolgen könnt. Entschuldigung, nicht wundern, ich habe hier solche Augengel-Pads. Ja, falls ihr das Video von gestern gesehen habt, dann wisst ihr, ich hatte mir vorgenommen, früh ins Bett zu gehen und früh aufzustehen. Nee, das hat heute nicht funktioniert. Aber das war mir schon klar. Das war mir schon klar. Ich muss heute einmal wenig schlafen, damit ich eben heute Abend dann früh ins Bett gehen kann. Das war mir ja schon klar, weil ich eben gestern nochmal mein Stäbchen gemacht habe, nachdem die Kinder zur Schule losgegangen sind. Deswegen wusste ich, ich werde es nicht schaffen, heute früh ins Bett zu gehen. Aber naja, dafür habe ich schon den Vlog geschnitten, den ihr dann hoffentlich jetzt schon gesehen habt. Und der ladet gerade hoch. Und jetzt bereite ich das Sahur vor, also das Frühstück. Ich weck langsam alle. Erstmal mache ich ein bisschen was vorbereiten. Also wir können aktuell, ist ja nur bis Sonntag, bis circa 4 Uhr essen, kurz nach 4. Und dann ist Fastenbrechen um 18:30 Uhr. Und am Sonntag haben wir ja Uhrumstellung, Sommerzeit. Das heißt, das wird sich dann alles um eine Stunde nach vor verschieben. Das heißt, wir können dann bis kurz nach 5 essen und trinken. Und das Fastenbrechen ist dann gegen 7:30. Das Fasten beginnt für alle anderen hier im Haus, außer mir aktuell. Ja, wir Frauen haben leider das Pech, dass wir ja einmal im Monat zu bestimmten Tagen eben nicht fasten können und das ist gerade bei mir eben so. Das heißt, ich werde etwas später in den Ramadan starten. Finde ich einerseits besser, als wenn man mitten im Ramadan dann seine Periode kriegt und dann so mitten abbrechen muss und macht dann eine Pause und dann muss man wieder ja rein. Deswegen ist mir das eigentlich ganz lieber, dass ich dann halt eben später starte, aber dann halt voll durchfasten kann. Diese Tage werden bei uns dann immer nachgeholt. Also nach dem Ramadan tun wir dann unsere Tage, die wir nicht fasten konnten, nachfasten. Falls ihr euch fragt, die Kinder, ja, sie fasten auch. Die kriegen das natürlich mit von klein auf, dass es Ramadan gibt, den Fastenmonat. Und da sind Kinder natürlich sehr, sehr neugierig und fragen dann, wie das dann so ist. Und dann, wo sie eben auch klein waren, dann hat man dann den Kindern mal gesagt, gut, dann fastest du heute ein paar Stunden. Und dann haben die zum Beispiel dann ja aufs Frühstück verzichtet und dann eben 2, 3 Stündchen später gefrühstückt. Macht man dann den Kindern sowas zum Beispiel, damit sie dann auch mal so dieses Gefühl haben, oh, ich habe jetzt gefastet, ja, auch wenn es vielleicht nur 2, 3 Stündchen waren. Ja, und irgendwann ist es dann halt so, dass die Kids dann zum Beispiel mal dann am Wochenende mal dann den ganzen Tag fasten und so. Also Kids ja, wollen das unbedingt ausprobieren und machen das dann halt eben so, dass sie so ein bisschen hier, ein bisschen da mal ab und zu fasten. Und dann irgendwann ist halt der Zeitpunkt, wo es für die auch ganz normal ist, dass sie sagen, naja, also jetzt will ich ja aber jeden Tag fasten. Und dementsprechend, und Kids, ich weiß auch nicht, also die kommen aus der Schule, die gehen dann noch Fußball spielen und weiß ich, was die alles machen. Die haben eh Energie bis zum geht nicht mehr. Mashallah. Für die ist es auch überhaupt kein Problem. Aber bevor ich hier wieder 3 Jahre rede, heute, falls ihr den Blog gesehen habt von letztem Mal, ich habe Poğaça gemacht, also solche kleinen Börekbrötchen oder Teigbrötchen gefüllt mit Spinat und Federkäse. Ich werde jetzt Eier noch kochen, hart gekochte Eier, und mache dann noch ein bisschen Joghurt mit bisschen Banane, Haferflocken und ein paar Nüsse für die Kids. Also da vielleicht als Empfehlung, was am besten lange hält, sind Proteine und Fette. Also das ist das Beste, was ihr sozusagen zu Sahur essen könnt. Auf jeden Fall Eier, gute Fette, zum Beispiel Avocado, Nüsse, sowas alles. Deswegen gibt es bei uns, wie gesagt, heute die hart gekochten Eier, ein bisschen eben von dem Poğaça, dann ein bisschen mein selbstgemachter Joghurt mit ein bisschen Früchte, Nüsse, ganz wenig Haferflocken mache ich oben drauf und ja, Datteln sowieso.
das ist so, so wird das Frühstück jetzt aussehen. Und dann lege ich mich schnell aufs Ohr, weil ich eben nicht geschlafen habe, damit ich noch ein paar Stündchen Schlaf bekomme. Denn um 9 Uhr hat Mike Musa, ja dooferweise genau zum ersten Ramadan-Tag, Kieferorthopäden Termin. Er bekommt nämlich seine Zahnspange ab. Jetzt haben schon also 2 Mädels haben schon ihre Zahnspangen ab. Also jetzt geht es so nach und nach, dass die ihre Zahnspangen abbekommen. Kinder, aufstehen. Sauer. Guten Guten. Auf jeden Fall jetzt wieder neuen Joghurt machen, spätestens morgen. Denn davon werden wir auch viel essen. Wahrscheinlich mache ich den dann heute Abend. Ein paar Haferflocken. So ein Löffelchen reicht auch schon. Dann ein paar Kakaonips. Das mögen die Kinder auch sehr gerne. Das ist einfach, sind das gehackte Kakaobohnen ohne Zucker. Dann Banane. Sahur, aufstehen! Oh, Miriam, ey. Willst du das mal abtesten? Ich nehme erstmal das, glaube ich. Was ist die? So 2 Stück? Ich möchte erstmal Eline sağlık. Higi. Çok güzel. Was? Kurma? Die Porsche schmeckt echt gut, aber sie könnte besser sein. Die was? Ich war nicht was. Was erzählst du da? Das war nicht was. Was hast du da?
Hallo. Wie güzel olur. Ist gut aufgestanden. Ja, ich sag ja, mich hier hinlegen nach 2 Minuten. Dann kam ich zu ihm und dann meinte ich. Vay vay. Hadi namazlıklarınızı alın yukarıya. Vay vay vay. Mein Glas ist voll weg. Ich muss mein Fladenbrot jetzt einmal, mein Teig für das Fladenbrot einmal dehnen und falten. Das backe ich dann so nachmittags, also so genug, dass genug Zeit ist noch bis zum Abendessen, bis zum Iftar. Backe ich die so rechtzeitig, aber das so, dass die halt noch schön frisch und warm sind. Schaue ich mal, wann ich die in den Ofen gebe. Einmal ziehen und nach innen falten. So, bis man merkt, dass das nicht mehr so gut geht. Dann reicht das auch schon. Ich mache das dann früh nochmal vielleicht. Jetzt merkt man schon, da lässt sich es nicht mehr so gut ziehen. Und dann reicht das auch. Allahu Ekber. So, meine Lieben, ihr könnt jetzt noch mal ein bisschen Nickerchen machen. Warte mal, wer hat jetzt später Schule? Du darfst länger schlafen, du hast später Schule. Mike Musa hat später Schule, beziehungsweise Mike Musa geht ja zum Kieferorthopäden. Du musst um 7 wieder aufstehen? Normal yes. 7. Sehr hart Okay. auf. Ja, hadi geç hadi hemen Okay. geç hadi. Also, könnt noch mal ein Nickerchen machen. Alle hat nochmal drin. Halt, jetzt ins Bettchen nochmal. Ja, ich weck dich dann auf. So, also, meine Lieben, 4:30 Uhr. Jetzt mache ich ein Nickerchen bis 7:30 Uhr. Also normalerweise will ich ja eigentlich wach bleiben. Das heißt, das mache ich dann ab morgen, inshallah. Dass ich eigentlich jetzt nicht schlafen würde. Und dann irgendwie dann später mein kleines Mittagsschläfchen nach dem Mittagsgebet machen würde. Aber jetzt muss ich mich hinlegen, weil ich ja nicht geschlafen habe. Und ich muss ja, Mike muss ja zum Kieferorthopäden fahren. Termin ist um 9 Uhr. Deswegen ja, stehe ich 7:30 Uhr auf. Reicht dann für heute an Schlaf. So, letzte Mal mit Zahnspange. Zeig her dein wunderschönes Lächeln. Schön. Und dann sehen wir uns gleich wieder ohne Spange. Freust du dich? Ja? Lächeln. Sehr schön. Wow. Ohne Spange. Happy? Ja. Ja, jetzt kann man wieder ohne Spange sein. So, und jetzt ab mit dir zur Schule. So, ich war einkaufen. Ich war einmal im türkischen Supermarkt und jetzt hier nochmal im normalen. Für die nächsten Tage bin ich wieder ausgesorgt. Ach, seht ihr, das ist genau das, was ich meine. Ja, es ist 11:30. Ich habe so gechillt eingekauft, sage ich mal so. Ich habe Mike Musa gegen 10 bei der Schule abgelassen. Ja, und war jetzt eben einmal im türkischen Supermarkt, einmal nochmal im deutschen. Ja, und habe eingekauft. Ist das super. Ich bin gut im Zeitplan. Ich flitze jetzt nach Hause. Heute ist richtig warm. Mir ist richtig warm. Ich habe so einen Pulli an. Ich flitze nach Hause, ziehe mich um, trinke einen Matcha. Das ist immer so nichts, ne? Wenn du dann die Einzige der Familie bist, die essen und trinken darf. Ist dann immer so Dings, ne? Das macht man dann nicht. Ich mach's da, die wissen, also ich verstecke mich da jetzt nicht, ne? Die kriegen ja mit, dass ich nicht mitbete und sowas. Aber ja, ist dennoch immer so, ne? Ich trinke dann trotzdem nicht vor denen oder esse nicht. Essen tue ich ja sowieso nicht, wisst ihr, ne? Von daher ist es kein Problem. Aber jetzt ist noch, glaube ich, keiner zu Hause. Da kann ich mir schnell noch mal Matcha gönnen. Weil sonst, nee, ist gut. Ich war erstmal so, als ich unterwegs war ich so müde. Und ich dachte, oh nee, wenn ich nach Hause komme, will ich mich unbedingt hinlegen. Aber nee, jetzt bin ich richtig wach geworden. Und deswegen pfeife ich mir noch einen Matcha rein und dann ist gut. Aber wenn ich mich jetzt noch hinlege, dann bleibe ich wieder wach. Dann bleibe ich wieder bis Sau wach und das will ich halt nicht. Ich möchte halt eben 21 Uhr, naja okay, 21 schaffe ich nicht, aber 22 Uhr zum Beispiel ins Bett gehen. Das ist für mich sehr ungewohnte Zeit. Aber 22 Uhr würde ich gerne ins Bett gehen und dann eben zum Sahur aufstehen. Ich muss auch noch mal gucken, weil ich mache ja Fladenbrot für heute zum Iftar. Ich weiß nur nicht, ob was übrig bleibt für Sahur oder ob ich wieder Poğaça machen soll. Oder ich habe so Yufka-Teig geholt, also es sind so Teigblätter, ob ich dann einfach schnell dann Börek mache.
Ich muss mal überlegen. Ja, ich habe heute gemerkt, ne, die Kinder haben auch nicht so viel gegessen, ne, weil das ist halt eben so, du wachst dann auf und dann haben die nicht so einen großen Appetit. Ne, außer die Jungs, mashallah, die haben richtig reingehauen. Aber trotzdem, paar Porchas sind übrig geblieben. Die Portion war dann doch ein bisschen groß. Ich dachte, ach, das ist ja voll wenig, so zwei Esslöffel Joghurt. Aber das war doch dann ganz schön, war gut, die Portion. Aber war richtig lecker. Ich hab nämlich von dem probiert, dieses Joghurt, was ich gemacht habe, mit bisschen den Haferflocken, vor allem diese gehackten Nüsse. Und dann dieser Dattelsirup, das war richtig lecker. Richtig lecker. Ich habe heute extra nochmal Quark gekauft, dass ich ab und zu mal Joghurt, mal Quark mache. Das ist nämlich eine gute Proteinquelle. Also, wie schon, habe ich das im letzten Vlog gesagt? Habe ich heute Morgen gesagt? Jetzt, wo ich jeden Tag vlogge, weiß ich nicht mal mehr, wo ich was gesagt habe. Auf jeden Fall gute Proteine. Erstmal möchte ich hier in der Küche ein bisschen Klarschiff machen. Das sieht ein bisschen Rambazamba-mäßig aus. Ja, da hatte ich jetzt keine Lust, nachts noch die Spülmaschine auszuräumen, beziehungsweise das machen ja eigentlich die Kinder. Deswegen konnte ich jetzt nichts einräumen, aber ich mache das jetzt mal gleich. Erstmal gibt es eine Pause. So, hier, das sind eben die Porcher, die noch übrig geblieben sind. Hier ist mein Teig fürs Fladenbrot, wo der platzt aus allen Nähten. So, ich mache jetzt einmal die Infobox fertig für das Video, das ihr hoffentlich schon gesehen habt. Vergesst auch nicht, schön zu kommentieren und einen Daumen hoch da zu lassen. Der Postbote war gerade da. Ich habe wieder mal was bestellt. Ne? Sorry, dass ich euch mal verleite zum Shoppen. Was soll ich machen? Aber das ist jetzt etwas, das ist super praktisch. Ihr wisst, ne, so zu Ramadan jetzt. Ja, ist auch schön, vor allem für die Kinder, wenn die sich nochmal beschäftigen. Und das ist eigentlich eher dann zum Ende von Ramadan für das Eid-Fest, also für das Ramadan-Bayram-Fest, möchte ich mit den Kindern nämlich Kekse backen. Und das sind richtig tolle Ausstecher, die ich nämlich gefunden habe. Die finde ich mega schön. Guck mal, das sind sogar so viele verschiedene. So sehen die aus. Schaut mal. Richtig schön, ne? Und das ist nämlich ganz schön, weil normalerweise mache ich ja immer, habe ich schon immer so Süßigkeiten-Tütchen gemacht. Kennt ihr auch vielleicht von den anderen Videos. Aber was ich auch schön finde, sind eben, wenn wir dann so Tütchen machen mit selbstgebackenen Keksen mit dieser Form. Und dann halt nochmal hatten wir nämlich auch so Sticker gekauft und dann noch so die Sticker da drauf. Denke ich, wird richtig, richtig schön sein. Das ist dann nochmal schöne Beschäftigung. Und dann kann man das nämlich auch, wenn man dann zum Besuch geht, das eben auch so verschenken, auch an die Erwachsenen und nicht nur an die Kinder. Ihr findet in der Infobox ja so einen Link, da habt ihr immer so meine Amazon-Favorites und so weiter, was ich alles so geshoppt habe, was ihr immer bei mir so in den Videos seht. Und da habe ich euch extra so einen kleinen, noch einen Ramadan-Ordner gemacht. Da könnt ihr alles sehen. Da habe ich euch diese Ausstecher verlinkt. Die gibt es ja auch in weniger oder mehr. Ne? Ob es so ein 6er, 8er oder in meinem Fall ist es 16. Ja, voll schön, was es nicht so alles gibt heutzutage. Ne? Ganz toll. Finde ich richtig schön. Da freue ich mich. Dann machen wir einfach ein paar schöne Kekse damit ausstechen. Dann zum Ende von Ramadan. So, die Spülmaschine läuft im Hintergrund. Nicht wundern, ich fange jetzt an zu kochen. Wir haben es jetzt 3:30. Also ich muss jetzt langsam anfangen. Hier haben wir eben diese, ich glaube, nennt sich Beinscheiben oder so. Auf jeden Fall sind die schön fleischig. Ich mache das jetzt Haschlama oder auf Deutsch Fleischbrühe, Knochenbrühe, wie auch immer. Mache ich klassisch so ein bisschen wie meine Schwiegermama das macht. Ich brate hier auch nichts an. Ich mache jetzt einfach direkt kaltes Wasser auf das Fleisch rauf. Stelle den Herd an. Lasse das dann erstmal köcheln. Ich mache gleich noch mal ein bisschen mehr Wasser. Lasse dann erstmal köcheln. Dann kommen später die Kartoffeln und Karotten dazu. Das zeige ich euch dann. Und dann machen wir weiter mit dem Fladenbrot. Ich habe jetzt hier sogar ein kleines Helferlein. Adem hatte heute super früh Schluss. Oder einen großen Helfer, weil Adem betont, dass er mich schon überholt hat von der Größe. Ja, mashallah. Seid alle groß. Und sonst, wie läuft's? Gut. Wie ist der erste Ramadan-Tag? Also ich habe ein bisschen Hunger gerade. Bisschen Hunger. Ja. Gut, so. Ist ja nicht mehr lange. Hallo! Na? Hallo. Wie läuft's? Wie geht's? Gut? Ja? Ja. Seid ihr fit?
Hey, ich habe euch schon vom Fenster gesehen, vom Weiten so. Ich sehe, was das für eine Truppe. Dachte ich, das kann nur meine Truppe sein. Alles gut? Sie haben kein Recht, mich zu filmen. Ich werde sie anzeigen. Ui. Und? Wie geht's? Wie steht's? Erster Tag Fasting. Gut, gut. Super, voll Zeig einfach. schon mal. Ja, voll einfach. Ja? Ja. Konntet ihr euch auch konzentrieren und so? Ja. Ja. Ich mache jetzt schon mal einen Salat, einen Rohkostsalat, und zwar ein Brokkolisalat. Wer den Thermomix hat, der kennt diesen Salat, denn irgendwie kennt den jeder. Und ich muss sagen, ich bin süchtig nach diesem Salat. Ich mag normalerweise nie Apfel in so deftigen Sachen. Also man kennt das ja von deutschen Gerichten, in Kartoffelsalat oder in bestimmten Dingen, wo Apfel drin ist, mag ich überhaupt nicht. Aber hier in diesem Brokkolisalat passt das so gut. Und den Brokkoli isst man nämlich roh, und das ist das Tolle, denn roh sind natürlich alle Vitamine enthalten. Und wie gesagt, schmeckt super lecker. Ja, eigentlich ist der Thermomix eigentlich nur dafür gut, dass er alles klein macht und vermischt und man jetzt gar nicht so diese Schnippelarbeit hat. Aber ihr könnt das Ganze natürlich schnippeln. Das heißt, ihr würdet Brokkoli, Paprika und den grünen Apfel klein schnippeln. Ich brate hier parallel. Ihr könnt nur Sonnenblumenkerne machen, nur Pinienkerne. Ich habe jetzt hier so einen Mix aus verschiedenen Sonnenblumen, Pinien, Kürbiskerne. Die röste ich sehr schön an. Die kommen nämlich auch da rein. Das heißt, ihr würdet die dann hacken. Und dann kommt da eigentlich nur was, ein bisschen Senf, Olivenöl, Essig, etwas Honig, Senf, Salz und Pfeffer. Ja, ich schreibe das euch nochmal in die Infobox. Mein fleißiger Helfer hat mir die Kartoffeln und Karotten geschält. Thank you. Nö, das mache ich dann gleich. Wisst ihr, was er mir gerade erzählt hat? Willst du das anderen auch erzählen? Ich finde das voll schön. Aus deiner Oberschule, welche Klasse sind die? 9. glaube ich. Ja. Ja. Die kamen heute so in dieser traditionellen muslimischen Bekleidung für Männer, kann man sagen. Dimmer. Ja. Ja. Sind heute so zur Schule gekommen. Voll schön, ne? Ja. Und ihr habt euch verabredet für morgen, dass ihr betet zusammen in der Schule? Ja, ich auch. Ja, voll schön. Ich bin wirklich, bei sowas bin ich so stolz, wenn sich so junge Menschen so einfach trauen und sich nicht fürchten und einfach da in der Schule, obwohl die da keine Gebetsräume haben, einfach zusammentun und in der Pause beten und so. Voll schön. Das ist ja mehr so sommerlich, sag ich jetzt mal. Das ist so, wenn du zum Beispiel in Ferienlager, dann musst du aufstehen, dann einfach so schnell rüberziehen. Genau, so auch zum Beten, ja, Ja. zum schnell rüberziehen, wenn man jetzt so, ne, irgendwie nicht gerecht gerade gekleidet ist. Zum Gebet sollte man sich natürlich auch als Mann vernünftig kleiden. Aber dann gibt es auch noch die traditionelle Kleidung, das einfach lang ist mit langen Ärmeln und wie eine Bluse geschnitten. Willst du das morgen anziehen? Ja. Ja? Echt? Guck mal, weil du das siehst, dass irgendwelchen anderen Oberschüler aus den älteren Klassen das machen, guck mal, wie das motiviert. Voll schön. Gott, wenn du Zum kein Beispiel wenn du nicht KG heute machen wollten kannst. wir halt beten. Ja. Da haben wir so die Lehrerin gefragt, weil es war genau Schulschluss und wir haben auf Namastings geguckt, war um 15:37 Uhr war Ikinde. Und wir haben gefragt, könnten Sie kurz vielleicht den Raum auflassen? Ich möchte mit meinen Freunden unser Gebet verrichten. Sie meinte, nein, geht leider nicht, weil sie musste schnell los, deswegen. Dann haben wir aber draußen gemacht. Ja. Hat es schon da geregnet? Da war es schön sonnig. Das machst du ja jetzt regelmäßig, auch schon vor Ramadan, dass du so in der Schule betest. War da so komische Sachen so, dass jemand doof geguckt hat? Ja, manchmal hat nur jemand drauf geguckt, aber hat mich eh nicht so interessiert. So. Ja. Sollen Sie gucken. Ja. Wir machen uns jetzt ans Fladenbrot. So, weil das muss noch jeweils zweimal 30 Minuten ruhen. Ich werde jetzt einmal den Teig falten, abdecken und dann soll er eine halbe Stunde ruhen. Und dann kommt er aufs Backpapier und ruht da nochmal. Oder ziehe ich den auseinander? Genau, ich ziehe den dann auseinander, forme den und dann, bevor er in den Backofen geht, muss der da auch nochmal ruhen. Aber ich muss den Teig jetzt erstmal sowieso rausholen und in 2 Teile teilen, weil ich habe ja das Rezept verdoppelt. Das heißt, wir haben hier 2 Fladenbrote. So. Was mal hier? Muchos gracias. Teil den in 2 Teile. So, jetzt, ich will mal 2 gleich große Fladen hinkriegen.
So. Jetzt nochmal schön bemehlen, damit da hier nichts festklebt. Den einen tun wir hier hin. So, den falte ich noch einmal. So. So. Den falten wir auch mal. Der ist richtig soft. Das ist ein richtig schöner Teig. Und dann hier auch noch mal schön nähen. Und ich tue mal hier hin. So, und dann wird er einmal abgedeckt. Halbe Stunde. Da noch eine Schüssel. So, und dann sehen wir uns in einer halben Stunde wieder. So sieht jetzt der fertige Brokkolisalat aus. Er ist einfach so köstlich und vor allem mit diesen Pinienkernen und Kürbiskernen und so lecker und so knackig, so frisch. Och, den müsst ihr unbedingt ausprobieren. Ist wirklich sehr, sehr lecker. Ihr müsst es halt nur klein schnippeln oder ihr habt so eine Küchenmaschine oder so einen Mixer, Zahacker, whatever. Wenn ihr macht parallel noch einen Tomaten, Gurken, Feta-Käsesalat, weil das... So, jetzt hat das Ganze schon ein bisschen vor sich hingeköchelt. Jetzt kommt da... Moment, ich muss hier das irgendwo ablegen. Jetzt kommen Zwiebeln rein. Diese werden auch nicht mehr angebraten, sondern roh. So macht das meine Schwiegermama. Wie praktisch. Sie tut die einfach roh da rein. So. Dann kommen die Kartoffeln rein. So, da macht man auch wirklich so grobe Stücke, große Stücke. Das ist wirklich so ein ganz rustikales Essen. Ich glaube, meine Schwiegermama tut jetzt da keine Karotten rein, aber ich finde das jetzt optisch einfach noch mal ein bisschen Farbklecks da drin. Und die schmecken natürlich auch sehr lecker. So. Gucke ich mir mal das Ganze hier an. Jetzt kommen die Gewürze rein und dann wird das Ganze weiter köcheln. Und zwar kommt jetzt natürlich Salz rein. Für die Menge mache ich da so Pfeffer. Auch nicht zu wenig, nicht zu viel, wie man mag. Dann etwas Paprika, edelsüß. Das gibt der Brühe auch so ein bisschen Farbe. Ich glaube, das ist mehr für die Farbe als für den Geschmack. Und ein wenig Schärfe, wer es mag. Ein bisschen Chili, mehr. Einmal umrühren, Deckel rauf und dann darf das Ganze weiter vor sich hin köcheln. Wir haben jetzt 5:15. Das heißt, es kann jetzt noch 1,5 Stunden schön hier vor sich hin schmoren. Bis später. Jetzt mache ich noch eine kleine Linsensuppe. Ich meine, das würde jetzt auch wie eine Suppe durchgehen, ne? Es ist ja eigentlich eine Suppe. Aber ich mache trotzdem noch eine kleine Linsensuppe. Was Nachtisch gibt es Milchreis. Wow. Ja, Milchreis mache ich auch im Thermomix. Es ist so praktisch. Da muss ich nicht am Herd stehen und 1 Stunde rühren. Das ist wirklich so gut. Also, ich mag das Ding. Der Teig hat eine halbe Stunde noch mal geruht. Jetzt, ich habe im Backofen 2 Bleche. Die werden vorgeheizt. Ich nehme jetzt diesen Teigfladen auf ein Backpapier oder vorsichtig. Wir wollen jetzt keine Luft rausdrücken. Und jetzt ziehen wir den Teig. Ja, ist ein bisschen schwer, wenn die Folie putscht. Jetzt ziehen wir den Teig von unten so ganz vorsichtig auseinander. So in Form. Vorsichtig. Ohne die Luft rauszudrücken.
Ich habe die Form ein bisschen falsch gemacht, weil ich habe mich nach dem Backbuch gerichtet. Der will ja eine Form, dass die Form wie Backblech ist, aber ich will ja eher diese Ramadan-Pide-Form. Deswegen hätte ich den Teig eigentlich rund machen müssen. Das werde ich aber dann beim nächsten auf jeden Fall beachten. So, jetzt ziehen wir nämlich von unten den Teig so auseinander, aber ohne da jetzt die ganze Luft rauszudrücken. Man sieht auch schon, dass da so Bläschen und so entstehen. Also wir wollen ihn jetzt wirklich nur so ziehen. Jetzt wird der besprüht mit Wasser. Da ist kein Putzmittel drin, da ist Wasser drin. Moment, das ist der falsche Strahl. Hier. Ganz kräftig mit Wasser besprüht. So, und jetzt kann man die typischen so ein bisschen Löcher reinmachen. So, ein paar, nicht zu viel. Und jetzt kommt Schwarzkümmel drauf. Ein bisschen. Und das Ganze muss jetzt noch mal eine halbe Stunde stehen. Es ist zwar nass, kann so bleiben, aber ich decke es trotzdem so ein bisschen mit, vielleicht mit dem anderen Backpapier erstmal ab. So, und in einer halben Stunde geht das dann aufs heiße Blech und wird mit dem anderen Blech zugemacht. Aber das zeige ich euch. Also es ist eine andere Methode. So habe ich mein Pide halt noch nicht gemacht. Klebt das da dran? Nö. Wie viel Nadelschüssel? Ja, so dieser ganze Löffel ist eigentlich ganz gut. Vielleicht noch so ein halber. So, Olivenöl natürlich auch, nicht vergessen. Salz, Pfeffer. Und ein bisschen Sumak. Wir haben es doch schnell. Das ist aber lustig. Also, halbe Stunde hat das jetzt nochmal geruht. Jetzt, ganz wichtig, kommt das hier auf ein heißes Blech jetzt, das mit dem Backpapier, am besten zu zweit, hier rein. So, und dann, ich mache das mal kurz höher, wird das nämlich, ich muss mal gucken, ob das überhaupt so passt, was der hier verlangt, soll das Blech nämlich oben zugedeckt werden. Das geht aber gar nicht, mein Freund, was der hier von mir will. Ich weiß es nicht. Naja, ich mach's nach 8 Minuten eh ab. Jetzt rauf, richtig rauf. Nee, geht nicht rauf. Jetzt. Okay, gut. Wir testen es jetzt mal aus. 8 Minuten nämlich soll das Ganze mit dem Deckel, das ist so jetzt so ähnlich wie mit dem Gusseisentopf, ne? Also dass jetzt so ein bisschen da diese Feuchtigkeit und so drin bleibt. 8 Minuten, danach 10 Minuten ohne den Deckel und dann noch mal 2-3 Minuten bei Heißluft. Bin ich mal gespannt. So habe ich das Fladenbrot noch nicht gemacht. Wir werden nach 8 Minuten gucken. Hey Siri, die 8 Minuten sind um. Jetzt machen wir mal die heiß. Oh no! Oh no! Guck mal, der ist so dick geworden. Jetzt kriege ich das nicht ab. So, oh Gottes Willen. Ja, weil der ist jetzt ange... Nee, dann muss ich doch da diese Lücke dann. Aber wie macht er das? Wie soll denn das gehen? Ich habe doch nicht so einen Ofen, dass ich den Deckel so rauf machen kann. Okay, jetzt 10 Minuten. Das erste Fladenbrot ist fertig. Wir machen auch das raus und dann geht das nächste rein. Okay, wenn man einmal so ein bisschen den Dreh raus hat, dann funktioniert es, glaube ich. Ich bin sehr gespannt, wie die Methode jetzt war. Genau, das machst du einmal hier rüber. Die Folie machen wir ab und dann kann das nächste rein. So, ich bin sehr gespannt. Oh, okay, es ist auf jeden Fall schön crusty. Oh, ich bin gespannt. Moment, ich muss ein bisschen abkühlen, es ist sehr heiß. Luna.
Schau mal, also es ist richtig kross, aber innen fluffig. Oh, okay, gut. Also das Rezept gefällt mir sehr gut. Ich würde ein paar Sachen umwandeln, aber so finde ich das richtig gut gelungen. Also der Teig ist auf jeden Fall sehr super. Und außen kross. Doch, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Hadi afiyet olsun. Ya. Pide uzatır mısın bana? Gibst du mir auch Adios? Findet ihr mein Fladenbrot? Lecker. Nasıl pide? Bence çok güzel oldu. Richtig toll. Was richtig schön. Genau. Yani pide schmeckt richtig gut. Ellerime sağlık. Anacınız her şeyi yapıyor Allah aşkına. Ne bir tane. Was abgelöst. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ناجيناكم من آل فرعون يسمونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم